2022, wow, was für ein Jahr. Wenn ich mir das Video anschaue von meinen Zielen für das Jahr 2022, dann erkenne ich mich fast nicht wieder. Irgendwie sehe ich in diesem Video ein kleines Mädchen, das gerade erst anfängt, ihre Fühler auszustrecken und zu lernen, was es bedeutet, eine Frau zu sein, was es bedeutet, eigenständig zu sein. Ich habe im letzten Jahr verdammt viel gelernt und ich würde gerne mit euch zusammen meine Jahresziele aus dem vergangenen Jahr reflektieren und neue Ziele für das Jahr 2023 stecken und euch motivieren, groß zu träumen. Ein kurzer Rückblick auf meine Jahresziele aus dem letzten Jahr. Und ich möchte eigentlich auch sehr gerne meinen Schokoladenkonsum zurücklassen, über den wir in einem anderen Video schon sehr viel gesprochen haben. Und zwar in meiner Shadowwork Challenge habe ich nochmal mich darauf besonnen, dass das wirklich ein großes Problem für mich ist, auch wenn manche von euch das nicht nachvollziehen konnten und gesagt haben, ja Herrgott, dann isst du halt ab und zu mal Schokolade, was soll's, aber ich rede hier nicht von einem normalen Konsum, ich rede von einem übermäßigen Konsum. Die Schokolade, ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber ich habe es tatsächlich geschafft, ihr abzuschwören, falls euch die ganze Story dahinter erzählt. Ich verlinke euch das Video mal hier oben, denn ich hatte eine richtig krasse Schokoladensucht, die ich jetzt Gott sei Dank endlich im Griff habe. Um nochmal kurz zurückzukommen zum Shoppingverhalten, eine sehr, sehr große Hürde für mich war und ist auch immer noch so ein bisschen mein Kaufverhalten. Ich habe mich schon super, super doll gebessert. Eins meiner großen Ziele war, mein Shoppingverhalten in den Griff zu bekommen. Auch das habe ich Gott sei Dank geschafft, auch wenn wir eine neue Wohnung eingerichtet haben, aber die ist alles andere als voll. Es fehlen auch noch einige Details, damit es sich so richtig wohnlich anfühlt für mich. Aber das, was mir wirklich am allermeisten geholfen hat in diesem Jahr, war eine Wunschliste zu führen, beziehungsweise eine Einkaufsliste und immer einige Tage, Wochen oder Monate zu warten, bevor ich etwas kaufe. Und es ist egal, ob das jetzt Unterwäsche und frische Socken waren, ob das ein Kühlschrank war oder Dekoration für die neue Wohnung, ein Kochtopf, egal was. Das erste Video auf Spanisch zu machen, war wirklich eine extrem große Hürde. Ich weiß, dass meine Aussprache noch nicht perfekt ist, aber ich glaube, sie hat sich in den letzten paar Videos schon sehr verbessert. Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich es geschafft habe, innerhalb dieses Jahres richtig gut Spanisch zu lernen. Wir sind auf jeden Fall bei B2-Niveau. Wir haben jetzt einen C1-Kurs gemacht. Ich glaube aber nicht, dass ich alles schon richtig integriert habe, was ich in diesem Kurs gelernt habe. Also ein bisschen was fehlt auf alle Fälle noch. Aber ich kann mich frei ausdrücken, ich kann meine Gefühle ausdrücken und ich kann verstehen, was mir die anderen hier sagen wollen. Und das ist wirklich das Wichtigste. Es war extrem schwer am Anfang für mich, meine Gefühle in Worte zu fassen und vor allen Dingen auch meine Wünsche und die Geschichten, die ich erzählen möchte, so rüberzubringen, dass die anderen sie auch tatsächlich verstehen. Denn das ist die Basis dafür, um neue Freundschaften zu knüpfen. Und das erste ist meine Smartphone-Nutzungsdauer. Ich habe in der ersten Jahreshälfte mein Handy noch super, super, super viel benutzt. Nicht für sinnvolle Sachen, sondern zum Surfen in Instagram. Und das habe ich jetzt in letzter Zeit ganz gut unter Kontrolle bekommen. Aber ich glaube, da ist trotzdem noch Luft nach oben. Meine Smartphone-Nutzung ist zum Glück auch besser geworden. Sie könnte noch besser sein, aber ich hatte wirklich wenige Tage dieses Jahr, wo ich so richtig krass versumpft bin. Ich möchte außerdem nicht mehr zurück zu diesen Gewohnheiten des gar keinen Sportmachens. Ich habe im Jahr 2021 sehr, sehr wenig Sport gemacht. Erst gegen Ende des Jahres, jetzt im November, Dezember, hat sich das so ein bisschen verbessert. Ich habe es geschafft, den Sport wirklich als Gewohnheit umzusetzen in meinem Leben. Was mir dabei natürlich ungemein geholfen hat, war die Nähe zu unserem Fitnessstudio, das wir hier im Haus haben und dass ich einfach nur 30 Sekunden dorthin brauche und vor allen Dingen auch, dass ich mit meinem Mann den Accountability-Partner habe und wir uns gegenseitig motivieren. Und es einfach zusammen machen, zusammen teilen und es dadurch quasi nur halb so schlimm ist. Außerdem habe ich endlich auch eine Sportart gefunden, die mir richtig Spaß macht und ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel. Ich glaube, dass mein Körper diese Haltemuskulatur sehr dringend braucht, weil ich eine sehr schlechte Körperhaltung habe und ich glaube, Yoga ist ein guter Weg oder eine gute Sportart, um in diesen Haltepositionen, da ist ja auch viel über Kopf, diese Rücken- und Schulter- und Nackenmuskulatur zu stärken und meine Haltung so ein bisschen wieder aufzubauen. Eins meiner großen Ziele war, meine Haltung zu verbessern. Da bin ich ein bisschen weitergekommen, aber ich bin noch nicht ganz am Ziel. Da gibt es auf jeden Fall noch Bedarf und da will ich mich in Zukunft auch weiter drauf fokussieren. Ich denke allerdings, dass es vor allen Dingen auch mit der Integration von Sport in mein Leben immer besser werden wird. Was ich irgendwie richtig süß fand, ist, wie excited ich war über das Thema Spiritualität und auch wie vorsichtig.
Spiritualität ist so eine Sache. Aus irgendeinem Grund, kann ich gar nicht mehr sagen, wie das passiert ist, bin ich in so einen Rabbit Hole der Spiritualität rein. Und ich habe es wirklich auch erst in den letzten 2 Monaten geschafft, da so richtig aus mir rauszukommen. Und ich schaffe es immer noch nicht so ganz, meine Gefühle und Gedanken zu dem Thema frei zu artikulieren hier in YouTube. Aber ich habe mich da auf jeden Fall schon verbessert und ich bin auf einem guten Weg. Und ich möchte auch diese ganze spirituelle Reise wirklich mit euch teilen, weil ich inzwischen der Meinung bin, dass es eigentlich so gut wie jedem hilft. Ich habe das Gefühl, dass ich im Jahr 2022 die Werkzeuge erlernt habe, die es braucht, um seine Ziele wirklich umzusetzen. Und eines der Sachen, die ich direkt am Anfang des Jahres schon kapiert hatte, ist, dass es wirklich auf jeden einzelnen Tag ankommt. Es funktioniert nicht, sich ein großes Ziel zu setzen und dann einfach nur zu hoffen, dass es am Ende des Jahres schon irgendwie klappen wird. Es kommt auf jeden einzelnen Tag an, auf jede einzelne Routine, auf jede einzelne Stunde, vor allen Dingen auf die Gewohnheiten. Wenn ihr wissen wollt, wie eure Zukunft aussieht und wie es euch am Ende des Jahres 2023 gehen wird, dann werft einen Blick auf eure alltäglichen Routinen, denn die sind das Rohr in die Zukunft sozusagen. Es wird sich nichts auf magische Weise verändern, wenn sich euer Alltag nicht verändert. Und es heißt nicht unbedingt, dass ihr jetzt irgendwie den Riesenwurf machen müsst, dass ihr morgen euren Job kündigen müsst, nicht mehr eure Freunde oder Familie sehen könnt und auf einmal 15 Stunden am Tag arbeiten müsst. Es sind vielmehr die klitzekleinen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Es ist diese klitzekleine Entscheidung in der Kantine, wenn man sein Mittagessen auswählt. Es ist die klitzekleine Entscheidung morgens auf dem Weg zur Arbeit. Nehme ich das Auto oder nehme ich das Fahrrad? Entscheide ich mich für oder gegen den Kauf aus Langeweile im Bahnhof in irgendeinem Krimskramsladen? Wenn ich im Bus sitze oder im Zug sitze und zur Arbeit fahre, entscheide ich mich dafür, in Instagram zu surfen oder nehme ich mir ein Buch mit und lese in dem Buch? Wenn ich Auto fahre, höre ich Radio oder höre ich vielleicht sogar ein Hörbuch, bei dem ich was lerne? Und all diese kleinen Entscheidungen, die bauen aufeinander auf und am Ende kommt irgendwas richtig Gutes bei raus. Das merkt man währenddessen gar nicht so richtig, aber am Ende des Jahres schaut ihr zurück und denkt euch, wow, wie habe ich das alles innerhalb von diesem einen Jahr geschafft? Das Problem ist, dass wir oft am 1. Januar oder am Anfang des Jahres super duper motiviert sind und im Laufe des Jahres geht unsere Motivation dann immer weiter flirten. Flirten? Flöten. Unsere Motivation geht flöten. Wir denken nicht mehr regelmäßig an unsere Ziele. Da hilft natürlich ganz klar ein Vision Board. Da verlinke ich euch mal mein Video dazu hier oben. Aber das, was euch natürlich am motiviertesten hilft, ist eine Vision von der Zukunft. Und es kann ziemlich schmerzhaft sein, sich damit auseinanderzusetzen. Auch ich bin da durchgegangen dieses Jahr und habe mir überlegt, okay, was will ich 2023 erreichen und wie muss mein Alltag aussehen, damit ich am Ende wirklich bei diesen Zielen rauskomme. Und für mich war es wirklich schmerzhaft zu erkennen, dass ich mit dem Alltag, den ich jetzt gerade habe, diese Ziele nicht erreichen werde. Denn eines meiner größten Ziele für das Jahr 2023 ist, mir auch hier in Chile ein Einkommen zu generieren. Das heißt, auch hier in Chile Geld zu verdienen, hier ein eigenes Business aufzubauen. Und wenn ich weiterhin meinen Alltag in dem Trott lebe, in dem ich ihn bis jetzt lebe, und meine Zeit mit den Standardaufgaben verbringe, wie den YouTube-Videos auf diesem Kanal, den YouTube-Videos auf meinem spanischen Kanal und Instagram, dann wird 2023 genauso zu Ende gehen, wie es angefangen hat, nämlich ohne ein neues Business. Der Schlüssel ist, dass ich jeden Tag eine bestimmte zeitliche Menge einfach mir rausnehmen muss und reservieren muss, um an diesem Ziel zu arbeiten. Weil von alleine wird es sich nicht umsetzen. Und das ist wirklich mein größtes und wichtigstes Ziel für das Jahr 2023, dieses eigene Business in Chile. Und ich bin mir dessen bewusst, dass es nicht klappen wird, wenn ich nicht wirklich jeden Tag eine gewisse Zeit dafür reserviere. Und das Gleiche gilt für euch und eure Ziele. Wenn ihr gar nicht so genau wisst, was eure Ziele sind, dann empfehle ich euch mal dieses Video von mir. Das ist eine Übung, mit der ihr ganz klar eure Ziele definieren könnt und erarbeiten könnt und schauen könnt, okay, wo will ich eigentlich hin? Etwas, das mir wahnsinnig dabei hilft, das Gleichgewicht zu halten, ist die tägliche Meditation. Und bei mir ist es so, ich nehme es mir immer wieder vor, dann klappt es ein paar Tage und dann komme ich wieder irgendwie aus dem Rhythmus. Ich habe es noch nicht so richtig geschafft, diese Routine der Meditation an irgendeine andere Gewohnheit anzuknüpfen, um so automatisch einen gewissen Zeitpunkt im Tag zu haben, wo ich das mache. Und das ist auch eines meiner Top 3 Ziele für das Jahr 2023, dass ich es schaffe, diese spirituelle Praxis, die Meditation, jeden Tag umzusetzen. Und das bedeutet, eine Routine zu finden, die an irgendeine andere Routine anzuknüpfen, die ich täglich mache. Und so wirklich nicht dazu zu kommen, dass ich das einfach vergesse
Oder mir die ganze Zeit denke, ja, mache ich später und dann ist der Tag auf einmal vorbei. Prioritäten setzen ist hier das Stichwort. Ein weiteres sehr großes Ziel von mir im Jahr 2023 ist, meinen Freundeskreis noch enger zusammenzuschweißen, noch mehr zu vertiefen. Ich habe schon einige Freundschaften gefunden, einige ganz liebe Mädels, mit denen ich mich ganz toll verstehe und auch Männer. Aber es sind alles noch so einzelne Personen, die man einzeln trifft und ich habe alle insgesamt noch nicht so oft gesehen, bis auf ein Pärchen. Ich möchte auf jeden Fall diese Beziehungen vertiefen und stärken und vielleicht auch verschiedene Mädels zusammenbringen, sodass es am Ende eine Gruppe ist, weil ich finde, so eine Gruppendynamik hat auch was ganz Tolles. Und in der Gruppe schafft man es auch richtig gut, sich gegenseitig neue Impulse zu geben, sich zu motivieren, sich Ratschläge zu geben und so weiter und so fort. Und das ist eine Sache, die ich mir wirklich für mein Leben wünsche, weil ich glaube, dass mich so eine Freundinnengruppe hier sehr viel weiterbringen würde. Zum Thema Fitness habe ich eigentlich nur das Ziel, dass ich das Fitnesslevel halte, was ich jetzt integrieren konnte. Im August habe ich angefangen, regelmäßig Sport zu machen und seitdem gehe ich ununterbrochen 3-mal die Woche, also außer wenn ich krank war, glaube ich 2-mal, zum Sport und meistens gehe ich aufs Laufband, ab und zu mache ich noch Krafttraining. Und nach diesen vielen Monaten, das waren jetzt 4 Monate, merke ich echt solche Resultate, weil ich einfach noch nie 4 Monate am Stück wirklich dran geblieben bin. Meistens habe ich es nur geschafft, die Sachen für 1 Monat durchzuziehen und bin dann irgendwie demotiviert gewesen, weil ich noch keine Ergebnisse gesehen habe. Der Unterschied dazu war, dass ich im Jahr 2022 nicht fixiert war auf das Ergebnis Aussehen. Also ich habe nicht angefangen, das zu machen, weil ich irgendwie wollte, dass mein Körper irgendwie aussieht. Als ich das angefangen habe, war für mich das Ziel, dass ich einen mentalen Ausgleich zum Stress habe. Und ich merke richtig, wenn ich nicht aufs Laufband gehe für ein paar Tage, dann fehlt mir dieser Ausgleich. Ich kann meinen Stress nicht rauslaufen. Und deswegen habe ich es auch geschafft, dabei zu bleiben. Einfach, weil ich ein anderes Motiv hatte und es nicht um den Körper ging und nicht um das Aussehen ging, sondern um was viel, viel Wichtigeres. Und diese körperlichen Veränderungen, die kamen erst danach und das ist eine zusätzliche Motivation. Vor allen Dingen, wenn ich der Meinung bin, ich brauche jetzt keinen mentalen Ausgleich, weil mir geht es gerade total gut oder so. Aber das ist meistens nur ein sehr kurzes Phänomen und wenn man dann eine Weile keinen Sport macht, dann schleicht sich das so langsam ein, dass man sich wieder unausgeglichen fühlt und dann denkt man sich, warum eigentlich? Warum fühle ich mich unausgeglichen? Und dann, da war was. Wir Menschen sind absolute Spezialisten da drin, die Lektionen zu verdrängen, die wir eigentlich schon längst gelernt haben. Ein weiteres großes Ziel für mich ist, mich wohl in meiner eigenen Haut zu fühlen. Ganz unabhängig jetzt vom Sport. Ihr seht, dass ich heute ein bisschen Locken in den Haaren habe, dass ich Make-up trage, dass ich bei der Maniküre war, ich war auch bei der Pediküre, das seht ihr nicht. Und ich merke einfach, dass es so einen großen Unterschied für mich macht. Das muss nicht heißen, dass es für euch auch einen Unterschied macht, ob ihr zur Maniküre oder Pediküre geht, sondern es geht einfach darum, welche Maßnahmen bringen einen dazu, sich gut zu fühlen in der eigenen Haut. Denn wenn man sich gut fühlt, dann ist man automatisch sehr viel motivierter, an seinen Zielen zu arbeiten und man hat ein höheres Selbstwertgefühl, man traut sich mehr zu. Und deswegen möchte ich auch an diesem Rhythmus festhalten und mir weiterhin mehr Mühe geben mit meinem Aussehen. Ich merke das zum Beispiel auch in meinen alten Videos, in denen ich ungeschminkt bin und die Haare nicht gemacht habe oder mich auch nicht wohlfühle mit meinem Haarschnitt. Ich sehe einfach, wie viel weniger selbstbewusst und selbstsicher ich bin und dass ich eigentlich am liebsten nur darauf warte, wieder zurück auf die Couch und ans Handy zu können. Die Zeiten sind hoffentlich vorbei. Natürlich gibt es bei mir auch ungeschminkte Sonntage auf der Couch und das ist auch völlig normal und ich will das auch nicht glorifizieren, dass man sich immer zurecht macht. Aber einfach zu Arbeitszeiten, an Arbeitstagen und das sind für mich einfach die Tage unter der Woche, zu denen ich auch Videos filme, dass ich da einfach 100% gebe und mich nicht mit 50% zufrieden gebe. Insgesamt soll mein Jahr 2023 unter dem Motto Expand stehen. Also im weitesten Sinne sich trauen, sich auszubreiten, neue Ufer zu erobern, neue Sachen auszuprobieren, keine Angst davor zu haben, was andere denken. In der Vergangenheit habe ich mich auch mit meinen YouTube-Videos ganz oft daran orientiert, was meine konservativsten Zuschauer für Meinung haben. Inzwischen denke ich, dass es der absolut falsche Weg ist, sondern dass ich die Aufgabe habe, mit einem offenen Mindset voranzugehen und im besten Fall die Konservativität etwas zu lockern und den Weltblick zu öffnen, neue Horizonte zu zeigen. Ich weiß nicht, warum ich immer so viel Angst davor hatte, 100% für mich einzustehen, alles auf den Tisch zu bringen, was mir gefällt und wofür ich stehe. Ich hatte sehr viel Angst davor, verurteilt zu werden und überhaupt war es mir schon wichtig,
für was für ein Mensch ich gehalten werde und dass die Leute nicht denken, in Anführungszeichen, ich sei verrückt, zu viel, ein bisschen durchgeknallt, irgendwie seltsam, ein bisschen cringe. Aber die Sache ist, wir können sowieso niemals kontrollieren, was andere über uns denken. Und im Endeffekt schaden wir uns nur selber, wenn wir Teile von uns selbst verheimlichen. Das Leben funktioniert so viel besser, wenn wir uns trauen, alles von uns zu zeigen. Das heißt nicht, dass man sich zur Zielscheibe machen muss und irgendwie Hater-Kommentare tolerieren muss oder irgendwie sowas auf die Art. Aber es heißt eben auch, dass man sich nicht versteckt aus Angst davor, was andere denken. Wenn ich euch eine Sache für das Jahr 2023 mitgeben darf, dann seid ihr selbst und habt keine Angst davor. Es kann sein, wenn man seinen Vibe ein bisschen ändert, dass manche Leute dann nicht mehr auf einer Wellenlänge mit einem sind und dass manche Leute wegbrechen. Aber dafür kommen auch ganz viele tolle neue Leute in euer Leben, die wieder auf eurer neuen Wellenlänge sind und mit denen ihr neue Erinnerungen schaffen könnt, neue Verbindungen schaffen könnt und neue Sachen erleben könnt. 2023 hat 365 ganz wundervolle leere weiße Seiten und ich möchte euch herzlich einladen, jede dieser Seiten mit eurer Energie zu füllen, mit euren Erlebnissen zu füllen, weniger Zeit am Handy zu verbringen, mehr rauszugehen in die Natur, mehr zu erleben, mehr Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen und euch nicht zu verstecken. Ich hoffe sehr, dieses Video hat euch ein bisschen inspiriert. Ich bin wahnsinnig gespannt, was 2023 für mich übrig hat. Ich habe wirklich große Pläne, aber man soll ja groß träumen. Ich bin so gespannt, was ich am Ende des Jahres dann wirklich alles in die Tat umsetzen konnte. 2022 ist wirklich besser gelaufen, als ich mir zu träumen gewagt hätte. Mein Leben hat sich wirklich absolut positiv entwickelt. Wir haben natürlich wahnsinniges Glück, dass wir gesund sind, in einer gesunden Beziehung sind und beide einen Beruf haben, der uns total erfüllt. Aber auch das sind Sachen, auf die wir wirklich hingearbeitet haben. Es ist sehr viel mehr möglich im Leben, als ihr denkt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag und bis dann. Adios!